Hi und willkommen bei iCandy Production. Wisst ihr was? Ich habe vorhin ein Video aufgenommen, in dem ich alle technischen Details aufgezählt habe. Es hat letztendlich ausgesehen wie so eine Dauerwerbesendung auf Kanal 99 oder sowas. Und dann dachte ich, wenn er die technischen Daten braucht, dann geht er einfach googeln und findet alles. Viel besser, wenn ich meine subjektive Meinung darüber erzähle. Was haltet ihr davon? Was ist mir wichtig? Was ist euch wichtig? Ich denke mal, dass es erstmal kein Schrott ist. Zweitens, dass es qualitativ Preis-Leistungs-Verhältnis gut ist. Dann bei einem Stativ, dass es sich gut hin und her dreht, nach vorne, nach hinten dreht und dabei nicht quietscht und insgesamt ein gutes Gefühl gibt bei dem Dreh. Ja, und welche Technologien es benutzt, ist, wisst ihr was, mir ist zum Beispiel wurscht. Es ist schon klar, je höher der Preis, desto besser ist die Qualität. Ja, vielleicht auch umgekehrt. Aber wir befinden uns ja in einem Segment von 200 bis 400 Euro. Und was haben wir da? Tadam! Da haben wir Serui SH25. Dicke Doppelrohr, Stativbeine, alles robust. Kein Carbon, aber ist ja auch eine andere Preisklasse. Ist ja auch keine Umkippgefahr. Also bei einem stärkeren Wind wird deine Kamera nicht auf den Boden fliegen. Oder wenn du vielleicht aus Versehen mit der Schulter... Darf ich das überhaupt machen? Wenn du aus Versehen mit der Schulter dagegen trittst, dann fliegt deine Kamera auch nicht auf den Boden. Also getestet. Und auch kein Billigplastik. Also die ganzen Drehknöpfe und Schalter ist zwar Plastik, aber gutes Plastik. Also fassen wir es zusammen. Es ist kein 2000 Euro Stativ, aber mehr kann man auch nicht von einem 250 Euro Stativ erwarten. Mal ehrlich, es hackt ab und zu, wenn man die Schrauben nicht genug aufgelockert hat, aber mit der Zeit kriegt man den Dreh raus und dann ist alles gut. Und auch Counterbalance oder Counter-Gegengewicht. Ich kann nicht sagen, dass es gut funktioniert. Vielleicht funktioniert das gar nicht. Aber schon wieder, es ist ja kein 2000 Euro Stativ. Und eigentlich ist es auch kein Problem, wenn deine Kamera nicht von alleine zurückkommt. Und natürlich ist es auch kein Travel-Stativ. Denn für ein Travel-Stativ ist das Ding einfach viel zu massiv und schwer. Und jetzt die Pros. Natürlich ist das der Preis. Um die 250 Euro, je nachdem wie geizig Geschäft deines Vertrauens ist. Dann die Baumaterialien. Es ist absolut kein Billigplastik, keine Schlabberbeine, alles fest und robust. Getestet. Eine sehr gute Verarbeitung von allen Drehkörpern und Gelenken. Limbo, limbo like me. 10 Kilo Tragegewicht. Und bei größeren Kameras ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist natürlich kein Pro-Segment, aber definitiv ein ganz hoher Semi-Pro oder Prosumer-Segment. Und Fazit. Wenn du für die nächsten 5 Jahre oder vielleicht mehr ein Stativ brauchst und ein begrenztes Budget hast, dann wäre SH25 für dich eine super Wahl. Und da wir schon wie eine Dauerwerbesendung aussehen, muss ja die Frage kommen, wo kaufen? Und zwar hier, da ist der Link in der Beschreibung, und zwar auf Serui Shop.
bekommt er 10% Rabatt für das Ding. Für alles andere sind es 5. Bisschen weniger, aber trotzdem gut. Ansonsten Abonnier-Button drücken, das Glöckchen klicken, um up to date zu sein und den Freunden erzählen. Und peace out!